Hallo und herzlich willkommen zu unserer ganz speziellen Wohnmobil-Room-Tour. Wir sind Simon und Julia von CU Campervan und reisen mit unserem komplett selbst ausgebauten Renault Master seit 2,5 Jahren von Südamerika bis nach Alaska. 60.000 Kilometer haben wir mit dem Kastenwagen bereits zurückgelegt. Und in diesem Video wollen wir euch berichten, was wir genau so wieder machen würden am Ausbau und woraus wir gelernt haben, was unsere Fehler waren und was wir heute ganz anders machen würden. Und falls es ein kleines bisschen lauter ist, tut uns leid. Wir sind in Mexiko auf einem Campingplatz und im Hintergrund befindet sich leider eine Go-Kart-Strecke. Und das ist unser Fahrzeug, ein Renault Master von 2013 mit 150 PS. Können wir gleich sagen, mit dem Fahrzeug und Motor sind wir mega zufrieden. Und eins gleich vorab, großer Vorteil am Renault Master oder Opel Movano gegenüber einem Sprinter oder Crafter zum Beispiel. Das Teil ist komplett verzinkt, also voll verzinkt. Richtig gut gegen Rost. Wir haben jetzt nach 10 Jahren ist das Fahrzeug alt und hat 130.000 Kilometer jetzt runter. Wir haben ihn mit 53.000 gekauft. Kein bisschen Rost. Das Fahrzeug war, als man gekauft habe, 2018, ein komplett weißer, leerer Kastenwagen. Ich habe ihn dann lackiert, zu Hause auf der Straße. Vielen Dank, dass die Nachbarn nicht so eingemotzt haben. Oben komplett in mattschwarz von der Firma Mipa, das ist PU-Lack, der eigentlich für Baumaschine, glaube ich, verwendet wird. Und unten mit Raptor, aber auch mit Protector heißt es, ist ebenfalls von der Firma Mipa. Das ist ein relativ rauer Lack und ziemlich gut auch gegen Kratzer, sieht man. Wir haben jetzt ja schon echt oft auch irgendwo hängen geblieben und so weiter und haben so gut wie nichts im Lack drin, außer 1, 2 normale Kratzerle. Mega gut. Auf die Motorhaube habe ich die Sandbleche montiert. Wir haben keinen anderen Platz gefunden. Der deutsche TÜV findet es, glaube ich, nicht ganz so geil, aber hier in Südamerika spielt es keine Rolle. Auf jeden Fall auch absolute Empfehlung, würde man genauso wieder machen, wie man sieht. Die haben wir auch schon das ein oder andere Mal verwenden müssen. Und an der Front haben wir hier das Schild. Das ist ein Windabweiser, der uns, glaube ich, auch schon den ein oder anderen Steinschlag erspart hat. Wir sind hier echt viel Schotter gefahren und haben uns eigentlich erst einen Steinschlag in die Scheibe eingefangen. Also auch das Teil war eine gute Entscheidung. Würde man, glaube ich, auch wieder montieren beim nächsten. Den Kühler vorne, den haben wir geschützt mit einem zusätzlichen Gitter. Weil original beim Renault Master immer mal wieder die Kühler kaputt gehen durch Steinschläge, weil das hier einfach riesengroße Öffnungen original sind. Ganz feines Gitter einfach, von hinten dran, auch mega gut. Ganz einfache Veränderung, auch das genauso wieder beim nächsten Fahrzeug. Wir haben das Fahrzeug umgerüstet auf 16 Zoll Felge und fahren da welche von PLW. Mega gut bis jetzt, sind wir auch top zufrieden. Haben unterm Auto noch ein Reserverad. Reifen haben wir uns für Falken Wildpeak AT3 WA, also ältere Reifen, entschieden. Die sind, muss ich sagen, richtig platt mittlerweile. Aber die haben jetzt 60.000 Kilometer komplett pannefrei gemacht. Also ja, viele fahren ja die BF Goodrich. Wir würden jederzeit wieder die Falke nehmen. Also wirklich Top-Reife. Wir haben sie hier auch schon einige andere empfohlen, die sie auch mittlerweile fahren. Die, kann ich euch sagen, sind auch alle sehr zufrieden mit denen. Stoßdämpfer, die sieht man ein bisschen schlechter hinten drin, haben wir komplett vorne wie auch hinten von der Firma Marquardt. Die wurde uns extra gebaut für das Fahrzeug und sind für unser Gewicht, was wir jetzt hier haben, von 3,5 Tonnen ausgelegt. Und ich muss sagen, Fahrkomfort damit gegenüber dem Originale mega gut. Das Wippe, das man vielleicht so ein bisschen kennt und das bisschen aufschaukeln, das bleibt komplett weg. Also das war eine richtig gute Entscheidung, die Federung komplett umzurüsten. Dem einen oder anderen ist vielleicht aufgefallen, die Reifen stehen auch ziemlich weit raus bei uns. Wir haben nämlich 50 mm Spurplatte von der Firma SCC verbaut. Macht die Spur halt breiter. Manche sagen, es würde aufs Radlager gehen. Wir haben keinerlei Probleme damit, aber das Fahrzeug ist in Kurve durch die breitere Spur einfach sehr stabil, auch bei ultra starkem Wind, zum Beispiel in Patagonien. Außer habe ich uns in Deutschland schon einen Wäscheständer gebaut, den kann man hier noch lösen und kann ihn rausklappern, dann kann man da richtig Wäsche hinbauen. Braucht man nicht unbedingt, aber
wir haben es doch schon einige Male genutzt. Kein Muss, würde man vielleicht beim nächsten nicht mehr machen. Was wir unbedingt wieder machen würden, das ist das da, nämlich unsere Leiter. Die Leiter ist oben nur eingehängt in die Schiene, die da komplett entlang geht, unten mit 2 Schrauben festgemacht, die löse ich unten und dann kann ich sie über die ganze Breite des Fahrzeugs verschieben und kann vorne oder auch hinten hoch, um zum Beispiel die Solarpaneele zu reinigen. Hinter oben am Heck haben wir eine Rückfahrkamera installiert, das ist auch richtig gut für die Sicht, auch absolut empfehlenswert. Und dann haben wir uns entschieden, Fahrräder immer dabei zu haben. Das ist so eine Geschichte. Also der Träger ist von einem Ducato, weil es für das Fahrzeug nichts gab. Das habe ich ein bisschen hingezogen. Muss ich sagen, der hält wirklich wunderbar. Die Fahrräder allerdings, durch das, dass wir jetzt hier unterwegs waren, auch oft an der Küste, sehr, sehr rostig. Da sind wir uns ziemlich unsicher, ob man die in Zukunft in der Form wieder mitnehmen würde oder man sich doch für irgendeine Variante, wo sie ins Auto in den Kofferraum vielleicht wandern, entscheiden müsste. Oder kleine Klappfahrräder oder irgendwas. Ja, nice to have, super gut für die Stadt. Richtige Mountainbike-Touren in dem Zustand können wir eigentlich nicht mehr machen damit. Dann haben wir uns hier für Zusatzstauraum am Heck entschieden. Damit sind wir genau 6 Meter lang bei dem Fahrzeug. Sind 2 Kisten aus Metall. In der eine haben wir Stand-Up-Pedal, in der andere 14 Liter Kanister mit unserem Trinkwasser und noch unser Wasserequipment zum Tankauffüllen und so weiter. Ist mega gut, hat man die Sache außer. Allerdings die Kiste, die rosten schon richtig, richtig stark, sind halt aus Metall. Ich glaube, das nächste Mal würde man uns da irgendwie für Alukiste, die rostfrei sind, entscheiden. Ihr wundert euch jetzt, wir kriegen ja gar nicht die Hecktüre auf in der Kiste. Doch, das geht. Wir können die nämlich klappen. Einmal. Zweimal. Und die Hecktüre gehen komplett wieder auf. Ganz cool. Man kann, wenn die zu sind und verriegelt mit Schloss abgeschlossen, sie nicht klappen und somit auch Einbruchschutz, die Hecktüre nicht einfach öffnen. Auch illegal, aber sehr gut. 2 Zusatzscheinwerfer. Die haben wir hier unterm Fahrzeug sozusagen, unter der Kiste. Wenn man den Rückwärtsgang einlegt, hat man beim Rückwärtsfahrer auch immer alles hinten schön ausgeleuchtet. Über der Schiebetür haben wir noch ein kleines Licht, auch richtig gut, wenn man die Markise draußen hat und außen sitzt. Stichwort Markise, da ist sie. Eine von Thule, gibt es eigentlich auch gar nichts dazu zu sagen, total gängiges Modell, aber Handhabung und so weiter, mega, mega gut. Wir kurbeln nicht mit der Hand, wir haben das Teil abgesägt, mit dem eigentlich gekurbelt wird und spannen es in der Akkuschrauber. Somit haben wir die nicht elektrische Markise, jetzt teilelektrisch. Schiebetür haben wir mit einem Zusatzschloss von Thule gesichert. Ist ja nicht das geilste Modell irgendwie, aber auf jeden Fall besser wie nichts. Ein zusätzlicher Schutz und eine Trittstufe haben wir uns da rangebaut. Die haben wir auch selber zusammengeschweißt, selber rangebaut. Funktioniert tadellos. Dann haben wir noch einige Sachen unterm Auto, die kann man jetzt gar nicht richtig sehen. Zum Beispiel einen 120 Liter Wassertank außenliegend. Hat Vorteile, man spart sich den ganzen Platz im Kofferraum. Wenn mal was ausläuft oder tropft, hat man die Brühe nicht im Innenraum. Das ist ganz nett. Großer Nachteil natürlich, wenn es richtig kalt wird, kann der Tank da unten gefrieren, im Kofferraum eher nicht. Und wenn wir gerade beim Thema Wasser sind, wir füllen unser Wasser hier einfach über einen Gardena-Anschluss. Mega gut, auch ganz einfache Geschichte, kostet so gut wie nichts und funktioniert bis jetzt wunderbar. Jetzt sind wir auch schon einmal rund ums Auto rum. Jetzt geht es noch sozusagen aufs Dach. Da oben haben wir 2 Solarpaneele, 180 Watt und 2 Dachluke verbaut. Das war es eigentlich schon. Und jetzt gehen wir mal in den Kofferraum und gucken uns einfach noch das Technikabteil an. Sieht ein bisschen wild aus hier mit der Holzkonstruktion, aber da haben wir richtig cool reingestapelt irgendwelche Kisten. Das zeigen wir euch nachher. Wir räumen sie dann wieder ein. Aber wir fangen erstmal mit der Elektronik an. Und zwar, ich habe ja schon erwähnt, wir haben 360 Watt Solar auf dem Dach. Und dafür haben wir und brauchen wir natürlich einen Solarladeregler. Das ist ein Victron MPPT 100-30, also 30 Ampere. Des Weiteren laden wir über einen Ladebooster der Firma Shout mit 25 Ampere. Und was wir laden, ist eine 160 Ampere Lithiumbatterie von der Firma Victron.
auch von Victron, ist unser Spannungswandler. In unserem Fall mit 800 Watt, reicht uns aus. Julia hat einen kleinen Föhn, dafür reicht er gerade so. Ja, wenn man mehr 230 Volt Strombedarf hat, dann wird es eng, dann kann man da auch gut einen größeren nehmen. Übrigens, in der Beschreibung von dem Video haben wir Affiliate-Links zu Amazon. Wenn ihr darüber irgendwas der Produkte kauft, dann kommt uns da ein ganz kleiner Teil des Betrags zugute. Aber ich verspreche euch, wir empfehlen euch auch wirklich nur Sachen, mit denen wir selber top zufrieden sind. Und für euch ändert sich am Kaufpreis natürlich nichts. Ja, und dann haben wir hier ganz normale Elektronik-Sachen noch verbaut, wie ein Trennschalter, um einfach alles einmal spannungsfrei zu machen. Kleiner Sicherungsverteiler, normal 12 Volt, USB-Buchse hier hinten drin, eine 230 Volt Dose, Sicherungskasten mit FI. Alles nichts Besonderes. Hier haben wir noch einen Schalter. Mit dem schalten wir unseren Boiler ein. Da kommen wir schon zur Wassergeschichte. Wir haben den Elgena 6 Liter Boiler. Der ist hier drin, das funktioniert wunderbar. Einzig doof, muss man sagen, sind ein bisschen die Anschlüsse hier. Das muss man erwähnen. Die haben nämlich nicht so eine Riffelung, sondern sind ganz glatt. Deswegen kleiner Tipp, wenn ihr den installiert, nach ein paar Mal Wasser warm machen, die Wasserschläuche immer nochmal nachziehen. Weil der Schlauch wird dann ein bisschen warm. Und dann kann man noch mal ein bisschen nachziehen. Ansonsten kann es sein, dass es hier ganz leicht leckt. Der Boiler kann uns warm Wasser machen über 2 Arten. Einmal ist da ein Heizstab integriert mit einem 500 Watt Heizpatrone. Das heißt, wenn man hier einschaltet, dann ist die Heizpatrone aktiviert und macht uns hier das Wasser warm. Zweite Möglichkeit, da kommen wir nämlich dann auch schon zum nächsten, ist über die Standheizung. Und wie das funktioniert, kommt jetzt. Wir haben eine Planar 2D. Hier ist das gute Teil. Wir saugen hier die Luft an, durch einen Schalldämpfer durch, dass es einfach auch nicht so laut ist. Ich habe mir hier eine kleine Umlenkung gebaut, weil wenig Platz war. Und dann gehen wir da damit an die Düse im Innenraum. Die zeigt euch die Julia nachher. Und einmal kann ich hier umschalten. Dann können wir die warme Luft in den Boiler leiten, durch den Boiler und uns somit über die Standheizung das Wasser erhitzen. Eigentlich ganz simpel. Dann haben wir hier 2 Wasserpumpen. Die hier und auch der Solarladeregler ist nur Ersatz, den wir dabei haben. Aber unsere Wasserversorgung, wie gesagt, 120 Liter Wassertank unterm Auto. Damit gehen wir hier an den Ausgleichsbehälter, dann an die Pumpe. Von der Pumpe nochmal hier durch einen Feinfilter durch und dann einmal zum Wasserhahn und einmal zur Dusche. Richtig gehört, wir haben eine Dusche. Ja, genauso das Wasser nochmal, Warmwasser eben an den Boiler, den haben wir eben schon gesehen, und dann auch zum Waschbecken und zur Dusche. Ganz simple Sache, funktioniert mittlerweile auch seit 3,5 Jahren. Komplett tadellos, nicht einmal irgendwie Probleme gehabt, weder mit Elektronik noch mit Wasserversorgung. Deswegen können wir das wirklich guten Gewissens empfehlen. Eine Kleinigkeit zum Fahrzeug selber ist mir noch eingefallen. Und zwar, das Fahrzeug hat ja original einen Dieselpartikelfilter. Den haben wir in Deutschland schon entfernen lassen. Und ich muss sagen, das war die beste Entscheidung überhaupt. Weil wir waren auf 5070 Meter in der Ande und so weiter unterwegs. Nicht nur einmal, teilweise monatelang auf über 4000 Meter. Und hatte damit keinerlei Problem. Ein Tipp von mir, wenn ihr so eine Tour plant, unbedingt darum kümmern, dass der DPF vorher rauskommt und somit alles reibungslos ablaufen kann. Zum Fahrzeug selber. Wir haben hier ganze Türe, alles oder ganze Innenraum mit dem Nut- und Federzeug verkleidet. Muss man sagen, ist einfach von der Verarbeitung her echt gut, geht echt schnell, lässt sich prima damit arbeiten. Und das ganze Fahrzeug ist mit 24 mm Armaflex isoliert. Auch das ein absolutes Muss. Egal ob warm oder kalt, klimatisch einfach viel besser und beugt der Kondenswassergeschichte vor. Ich lege euch weg, räume kurz den Kofferraum ein. Dann zeige ich euch nochmal, wie das mit unserer Boxaufteilung aussieht, wenn die hier komplett voll ist. Und dann würde ich sagen, geht's ab in den Innenraum. Den zeigt euch dann Julia.
Insgesamt kriegen wir in den Kofferraum richtiges Platzwunder. 6 von den riesengroßen Ikea-Kisten rein. Was haben wir da drin? Einmal hier Wassersportzeug, Fahrradhelme waren hier drin, Schnorchel, Tauchermaske. Dann haben wir hier eine mit Klopapier, unsere Sache zum Waschen. Und die Kiste hat vorne ein Loch. Wir haben da eine Klappe hinten dran, die können wir aufmachen. Und dann können wir vom Innenraum die Schmutzwäsche in diese Kiste hier abwerfen. Dann haben wir hier hinten Nummer 3, die ist komplett leer. Nummer 4 ist komplett leer, also sogar noch Platz vorhanden. Ein 20 Liter Reserveradkanister. Da habe ich auch sogar unterm Auto eine Halterung. Würde auch hinpassen, aber hier passt er gerade auch gut. Dann einmal Grillsache, Grillgewürze, Feuerstelle von Fenech. Richtig geiles Zeug. Ein kleiner Grill von Fenech. Was haben wir noch? Ja, alles was mit Grille zu tun hat. Holzkohle und so weiter. Alles in einer Kiste. Da kann es auch drin schmutzig werden. Die Kisten sind tipptopp. Kiste Nummer 6, die letzte. Autoersatzteile, Inspektionszubehör, Radlager, alles was so kaputt gehen könnte, haben wir hier drin. Das ein oder andere auch schon gebraucht. Immer gut was dabei zu haben. Und dann hier nochmal 2 so Holzkistle oben drauf. Da ist eigentlich nur eine Luftpumpe drin, um das Auto, eine elektrische, irgendwie bei einem Blatt oder so mal auffüllen zu können. Und eine Pumpe, um das Stand-Up-Pedal nicht von Hand aufpumpen zu müssen. Und so sieht das Ganze fertig gepackt dann aus. Ideal, kann nichts groß rutschen, kann nichts groß hinter raus. Bisschen Ladungssicherung und ihr seht echt ultra viel Platz da drin. Der schöne Kaffeesack hier, der ist nicht nur Deko, nein, das ist unser Außentisch. Mega praktisch. Muss man nicht immer den richtigen Tisch aufbauen. Für mal geschwind sitzen, frühstücken, einen Kaffee trinken. Ideal. So, jetzt habe ich aber Feierabend. Drin wartet schon die Julia. Im Innenraum geht es weiter. Was ich an unserem Fahrzeug, dem Renault Master, so klasse finde, ist, dass es ganz viele Stauraummöglichkeiten schon von Haus aus hat. Wir haben hier ganz viele Ablagefächer für Bücher, für Kleinkram. Hier vorne haben wir nochmal 2 große Ablagen. In die Tür gehen bis zu 3,5 Liter Flaschen Wasser und unten rein auch nochmal allerlei Krimskrams. Genauso gibt es hier oben 2 große Fächer, die haben wir auch da gelassen, weil ja, Kruscht zum Verstauen gibt es ja immer genug. Und außerdem haben wir uns hier oben in den Himmel, in den Fahrzeughimmel nochmal ein Netz eingezogen. Da passt nochmal Simons Angel rein, 2 Wanderrucksäcke und auch nochmal so ein bisschen Kleinkram. Unsere Hängematten und der Hängesessel. Deswegen Fahrzeugfond hier vorne auf jeden Fall ideal genutzt. Und was man auch nie zu wenig haben kann, sind Haken für irgendwelche Sachen zum Aufhängen, seien es jetzt Hüte, Mützen oder die Stirnlampen. Sehr zufrieden sind wir auch mit unserem großen Android-Radio samt Freisprecheinrichtung. Und eine Rückfahrkamera haben wir auch. Das erleichtert ein bisschen das Manövrieren mit dem 6 Meter langen Fahrzeug. Immerhin. Und was man natürlich auch nie zu wenig haben darf, sind USB-Ladebuchsen für die Handys und für die Powerbanks etc. Also auch da haben wir eigentlich ein ganz gutes Equipment an Bord. Und ganz wichtig für uns die Dashcam. Die ist im Moment kaputt. Da brauchen wir ganz dringend eine neue. Aber wir sind uns ziemlich sicher, dass uns dieses kleine Teil vor etlichen Polizeikontrollen und auch Korruptionsgeschichten in Südamerika und insbesondere in Zentralamerika bewahrt hat. Deswegen, die kaufen wir uns auf jeden Fall die Tage wieder neu. Richtig gut sind auch die vorhandenen Stauraumlösungen unter den Sitzen. Wir haben ja, das hier ist der Beifahrersitz und in der Mitte sogar noch einen 3. Sitz. Auch hier drunter ist nochmal der gleiche Stauraum. Und hier haben wir alles Mögliche an Bordwerkzeug und Kabeln, lauter Dinge, an die man bei einer Panne dann auch schnell mal rankommen muss, die einen im Innenraum aber ansonsten stören. Mega essentiell sind für uns auch diese Verdunklungsmatten. Die gibt es in verschiedenen Farben. Wir haben uns für schwarz-beige entschieden, passend auch zum Fahrzeuginnenraum. Und das richtig Coole an den Teilen ist, dass die Magnete in den Ecken eingearbeitet haben und nicht diese Saugnäpfe, die einem immer diese hässlichen Flecken auf der Scheibe hinterlassen und auch nicht richtig haften. Und die sind einfach super fix angebracht. Ich zeige euch das jetzt mal schnell.
Man muss sie nur einmal an den Ecken anlegen und dann nach oben schieben. Hier einmal um den Rückfahrspiegel drumherum, in die Ecken ziehen, runterklappen auf beiden Seiten und dann hat man einen idealen Schutz, nicht nur vor Kälte und vor Wärme, sondern vor allem auch vor neugierigen Blicken ins Fahrzeuginnere. Und apropos neugierige Blicke, in Deutschland ist verboten, aber in Südamerika oder in Lateinamerika generell gang und gäbe, dass man sich die Scheiben tönen lässt. Auch das haben wir in Paraguay machen lassen. Und es bringt so viel, nicht nur gegen die Sonnenstrahlen beim Fahren, sondern vor allem, weil man von der Straße aus nicht so leicht ins Fahrzeuginnere reinschauen kann, würden wir also jederzeit auf Reisen zumindest wieder machen. Manchmal muss es aber auch einfach schnell gehen und für den Fall haben wir hier diese Vorhänge nähen lassen. Die können wir einfach hier nach vorne ziehen, haben dann einen Lichtschutz und einen Sichtschutz und hält auch nochmal ein bisschen Wärme und Kälte ab. Und auch den Platz über dem Fahrerhaus haben wir ideal genutzt. Wir haben dieses extra Staufach offen gelassen, nur ein bisschen schöner mit Holz verkleidet. Das heißt, es ist richtig tief und da geht problemlos eine Yogamatte, eine Strandmatte und alle möglichen Gerümpel rein, den man selten braucht und dem es nichts ausmacht, wenn er während der Fahrt ein bisschen hin und her rutscht. Und hier stehe ich auch schon direkt in unserer Sitzecke. Den Holztisch können wir klappen, damit er uns beim Fahren nicht behindert. Und so können wir hier prima sitzen, weil den Fahrersitz haben wir umgebaut auf eine Drehkonsole. Sprich, den können wir hier umdrehen, dann kann man hier prima arbeiten und essen oder Karten spielen. Und der Sitz gegenüber, der ist fest, haben wir gepolstert und mit einem schönen Mikrovelour überzogen. Hält uns tatsächlich auch schon seit, über 3,5 Jahre haben wir jetzt, glaube ich, das Fahrzeug so ausgebaut. Und der Schaumstoff ist noch tipptopp, trotz täglich viele Stunden drauf sitzen. Et voilà! Und auch im Innenraum haben wir viele kleine Stauraumlösungen, die sich im Alltag wirklich bewährt haben für uns. Diese kleinen Regale sind von Ikea und hier haben wir unseren Technik-Kleinkram drin. Alle möglichen Kabel, Powerbanks, Kopfhörer und ganz wichtig, hier auch nochmal, wo man sitzt, eine Ablageschale für die Handys zum Laden und auch nochmal jede Menge USB-Anschlüsse. Über unserer Sitzecke haben wir hier so ein langes, schmales Stauraumfach. Das haben wir auch clever organisiert. Die sind auch von Ikea, die Sammlerboxen heißen sie, glaube ich. Für unsere Socken und Unterwäsche, ein paar Kartenspiele. Und ganz wichtig, wir haben die Innenschränke mit so einem LED-Band hier beleuchtet, damit man einfach auch besser reinzieht und seine Sachen auf Anhieb findet. Licht haben wir natürlich auch. Hier eine große Leuchte zum Essen und was sich auch richtig gut herausgestellt hat, sind diese bewegbaren Leseleuchten. Dann kann man sich, wenn man hier ein Buch liest, eben sein Licht individuell einrichten und stört sein Gegenüber nicht. Und da wir beide so kleine Hobbits sind mit knapp 1,60, 1,70, haben wir uns hier so eine Fußerhöhung gebaut, damit die Füße halt nicht in der Luft baumeln, wenn man sitzt. Und praktischerweise ist das ein doppelter Boden sozusagen und bietet Platz für unsere Schuhe und das Pannenset. Unter der Sitzecke haben wir den Platz hervorragend genutzt für den Engel CK47 Elektro-Kühlschrank. Da kommen wir allerdings gleich zum ersten Punkt, der nicht so glücklich ist, finde ich. Also bei uns ging es platzmäßig einfach nicht. Wir konnten ihn nur an der Stelle verbauen. Aber würde ich wieder einen Van bauen, dann würde ich auf jeden Fall versuchen, den Kühlschrank irgendwo oben anzubringen, damit man nicht jedes Mal, wenn man irgendwas rausholen möchte, auf dem Boden liegen muss. Und außerdem finden wir, dass er viel zu stark kühlt. Also wir haben ihn kleinste Stufe, sogar kleiner 1 und das Zeug ist noch richtig, richtig kalt. Wenn wir ihn höher drehen, dann gefrieren uns selbst die Bananen und irgendwelche Lebensmittel, die eben nicht gefrieren sollen. Also so ganz optimal ist er nicht. Er ist nicht wirklich groß, aber für uns beide und für den Van ideal, weil man sowieso ein bisschen öfter einkaufen geht wie zu Hause. Wir haben 3 Ebenen und ein kleines Gefrierfach, wobei, wie gesagt, das haben wir eigentlich nie in Betrieb, weil wir ihn dafür ja hochschalten müssen und uns dann eben auch die anderen Lebensmittel gefrieren, was nicht so optimal ist.
Und auch diese Schalen hier in den Türen, die haben nicht so ideal gehalten. Deswegen mussten wir sie mit Silikon festkleben, damit sie uns nicht immer durch die Gegend fliegen. Ja, aber stört optisch eigentlich nicht. Hauptsache ist, es hält. Gegenüber von der Essecke befindet sich auch schon die Küche. Auf 6 Quadratmetern lebt sich's halt verhältnismäßig eng und die Wege sind nicht weit. Das hier ist unser Koch- und Spülfeld integriert von Dometic. Wir haben hier 2 Gasflammen. Auch hier finde ich tatsächlich, dass die hintere Gasflamme viel zu wenig Power hat. Darauf haben wir beim Kauf damals nicht geachtet. Also hier dauert es ewig, bis irgendwie Wasser aufkocht. Deswegen benutzen wir fast nur die vordere. Beim nächsten Kauf würde ich darauf achten. Und hier eben das integrierte Spülbecken mit dieser klappbaren Armatur. Oben drüber haben wir auch nochmal die IKEA-Fächer genutzt. Hier haben wir unseren Tee, unsere Gewürze, ganz viele. Und an den Haken hängen hier unsere Emaille-Tassen. Tatsächlich halten die hier tipptopp. Wir haben die Haken nochmal mit so Waschband umwickelt. Und uns ist noch nie eine bei der Fahrt runtergefallen, selbst bei den übelsten Hubbelpisten und auch nicht in der Containerverschiffung. Also darauf schwören wir, das hat sich wirklich bewährt. Und auch die Oberlichter hier sind klasse, weil man dann schönes Licht hat, während man hier was kocht. Und auch die obligatorische Lichterkette darf bei uns natürlich nicht fehlen. Die haben wir hier fast rundum, damit wir hier ein bisschen gemütliches Licht haben, abends, wenn wir hier sitzen. Und aber auch vor allem hinten im Bett. Das macht es einfach gleich viel gemütlicher. Wir haben uns dazu entschieden, den kompletten Innenraum mit Holz zu gestalten. Also alle Wände, alle Schränke, auch die Arbeitsplatte ist voll Holz. Ist gewichtstechnisch natürlich suboptimal, macht es aber einfach viel gemütlicher und wir würden es auch wieder so machen. Am Anfang hatten wir hier in den Schränken keine Schubladen, sondern lauter offene Fächer. Zum Glück haben wir vor der Panamerikanerreise noch beschlossen, das umzubauen auf Schubladen. Es macht einfach viel mehr Stauraum, man kriegt viel mehr rein, weil man einfach auch in die Tiefen der Schränke besser reinkommt. Und es ist natürlich viel, viel einfacher, Dinge auch rauszuholen, wenn man es sich entgegenziehen kann und nicht alles irgendwo aus den hintersten Ecken der Schränke rauskramen muss. Insgesamt haben wir auf der Länge der Küche hier 3 von diesen Schränken. Im ersten ist lauter Küchenkram, habt ihr ja gesehen, Töpfe und so weiter. Hier haben wir unsere Lebensmittelvorräte. Und auch da vielleicht ein guter Tipp. Gegen Ungeziefer hat sich bei uns bewährt, alles in solche Schüttdosen zu packen. Reis, Nudeln, Haferflocken, Cornflakes. Und so erspart man sich eben Kakerlaken und Ameisen und so weiter, was man ja im Van wirklich nicht haben möchte. Und auch solche kleinen Organizer-Kistchen haben sich wirklich gut gemacht eigentlich auf der Reise, weil einem halt die Sache in der Schublade nicht so durch die Gegend fliegen, insbesondere wenn man fährt und häufig eben auch nicht auf Asphaltstraßen, sondern eben auf irgendwelchen Schotterpisten. Im hintersten Fach, da haben wir nochmal eine ganz, ganz große Schublade, eine richtig tiefe, auch nochmal für Lebensmittelvorräte. Und auch hier haben wir so eine ganz, ganz große Tupperkiste, die luftdicht auch verschließt mit diesen Klappen. Und da haben wir eben Mehl und solche Sachen dran, wo halt gerne irgendwelche Käfer und solches Zeugs rangehen. Und hier ganz hinten befindet sich auch unser Gasfach, das nach unten natürlich offen ist, vorschriftsmäßig. Wir haben eine 5 Kilo deutsche Gasflasche und haben diverse Adapter an Bord, mit denen wir sie bisher von Südamerika bis nach Mexiko auch immer irgendwie irgendwo aufgeladen bekommen haben, zur Not an irgendwelchen LPG-Autogas-Tankstellen. Also auch damit sind wir sehr zufrieden. Hier oben an der Küche befindet sich mein kleines Badezimmer. Simon hat da nicht so viel drin und tatsächlich ist das alles an Kosmetik, was wir dabei haben, oder ich vielmehr. Also viel mehr wie eine Zahnbürste, ein paar Cremes, ein bisschen Kosmetik, Schminkkram ist gar nicht. Eine Haarbürste, ein Föhn und hier auch noch ein ganz cooles Gadget. Wir können den Spiegel hier runterklappen und wenn man ihn nicht braucht, klappt man ihn einfach wieder hoch. Der ist hier mit Magnet befestigt und kann das Ganze wieder zumachen. Früher, als wir den Moskitovorhang, das Moskitonetz noch nicht an der Schiebetür hatten, hatten wir hier auch in der Tür noch 2 tiefe Fächer. Die sind immer noch da, die Fächer, aber mittlerweile sind sie leer, weil man einfach nicht drankommt. Und da ging auch super gut Shampoo, Flaschen
und solche kleinen Kosmetikdinge rein, Sonnencreme etc. pp. Also auch das finden wir richtig klasse. Und sobald das Moskitonetz irgendwann mal wieder wegkommt, dann kommen da auch ganz bestimmt wieder Dinge rein. Und übrigens Thema Moskitonetz oder Insektenschutz. Für unseren Renault Master, das ist einer der Haken, gibt es leider kein Moskitonetz von der Stange wie für einen Crafter oder für einen Sprinter. Deswegen mussten wir uns das selber basteln und dazu haben wir ein separates YouTube-Video. Also falls ihr vielleicht auch Renault Master Fahrer seid und auf der Suche nach einem Insektenschutz, dann schaut in das Video rein. Wir verlinken es und hoffen, dass wir euch damit weiterhelfen können. Und hier am Schränkchen, am Badezimmerschränkchen, befindet sich auch das Panel für die Solarpaneele. Also hier können wir den Stromstand, die Ladekapazität etc. ablesen von der Victron-Batterie. Und wir haben uns auch für ganz einfache Schalter entschieden, um unsere Lichter zu schalten, um den Strom an- und auszuschalten, also den Ladeboosterstrom und unseren Kühlschrank ein- und auszuschalten. Da wir möglichst autark reisen wollen und so selten als irgend möglich auf Campingplätzen einchecken, war uns eine Nasszelle, also eine Dusche, ganz arg wichtig. Und wir haben die auch so konstruiert, dass sie ein bisschen multifunktional ist. Also wir haben hier oben eine Stange reingebaut, an die wir Kleiderhaken hängen können. Nicht nur für die Handtücher, sondern wenn auch mal irgendwelche Jacken oder Hosen nass werden, dann können die problemlos in die Dusche und hier abtropfen, in die Duschwanne rein. Und außerdem geht in die Dusche rein auch eine unserer 2 Standheizungsdüsen, damit hier die warme Luft reingeht, um eben auch irgendwelche nassen Sachen zu trocknen, gerade vielleicht auch im Winterurlaub. Hier sieht man den Auslass der Standheizung und die Wände der Dusche sind auch nur aus Holz und mit PVC beklebt, dass es eben nichts macht gegen Feuchtigkeit und es möglichst glatt auch ist, dass man es nach dem Duschen einfach abwischen kann. Die Duscharmatur ist eine ganz normale haushaltsübliche, also nichts Campingbedarf. Da kann man sich auch noch mal ein bisschen Geld sparen. Kein Geld sparen mehr würden wir allerdings an der Duschwanne. Unsere ist aus Kunststoff und total kaputt. Die hat überall an den Ecken Spannungsrisse. Das heißt, wenn wir duschen würden, würde uns wahrscheinlich das Wasser in den Unterboden laufen. Deswegen haben wir sie schon ziemlich lange nicht mehr benutzt und müssen deshalb zum Duschen extra auf Campingplätze, was wir eigentlich nicht wollten. Wahrscheinlich liegt es daran, dass unser Pot-a-Potty, unsere Chemie-Camping-Toilette, da drin steht und beim Fahren halt immer ein bisschen hin und her rutscht und durch das Gewicht möglicherweise die Risse verursacht hat. Also würden wir wieder eine Dusche bauen, würden wir auf jeden Fall versuchen, eine Edelstahl-Duschwanne zu bekommen und den Boden auch so gut wie es geht zu unterfüttern. Das hier ist unsere erwähnte Campingtoilette und wir wollten nicht nur irgendwo dieses hässliche Plastikteil hinstellen, sondern haben hier einen Holzkasten gebaut, samt gepolstertem Deckel, der mit Kunstleder verkleidet ist. Wenn ich den abnehme, dann verbirgt sich darunter eben die Tedford Campingtoilette. Und der Clou an der Geschichte ist, nicht nur, dass es schöner aussieht, sondern dass wir so auch noch einen dritten Sitz haben. Also wir können das Teil hier rausnehmen, auch zum Leeren der Toilette natürlich, und können sie hier an den Tisch oder wohin auch immer stellen. Und dann hat man nochmal einen dritten Sitz. An Licht haben wir auch nicht gespart. Tatsächlich verwenden wir die Oberlichter, das Innenraumlicht, relativ selten, weil es einfach zu hell ist. Also 1, 2 Strahler weniger hätten es da vielleicht auch getan. Aber in dem Fall besser mehr als zu wenig. Und jetzt befinde ich mich auch schon im Schlafbereich. Und hier in den beiden Schränken, im Ober- und im Unterschrank, befinden sich auch unsere ganzen Klamotten. Hier unten hat jeder ein Fach für dickere Sachen wie Pullover und Jacken. Und das untere Fach ist einfach auch nochmal voll mit irgendwelchen Technik-Krimskrams. Von Kameras über Kabel, über ein USB-Radio, all solche Dinge. In dem oberen Fach haben wir auch nochmal Kleider. Jeder hat seinen Bereich. Auch nochmal mit Licht, genug Platz, mehr als genug. Wir hatten viel zu viel dabei, haben kräftig ausgemistet. Für T-Shirts, für Hosen, für Sportsachen und all solche Dinge. Wir haben hier auch nochmal so einen glatten Kunststoffboden eingezogen, damit man es einfach besser aussaugen und auswischen kann. Besser wie raues Holz. Und wenn ihr euch fragt, wer diese wunderschönen Intarsienarbeiten gemacht hat auf unseren Schränken, das war mein Schwiegerpapa, der Norbert.
Den Platz zwischen Ober- und Unterschrank nutzen wir während der Fahrt für die Bettdecken. Wenn wir die nur aufs Bett legen, dann fliegen die uns durch die Gegend. Hier sind sie schön fest drin. Und tatsächlich haben wir uns für was richtig, richtig Tolles entschieden. Wir haben nämlich ein ausziehbares Bett, das uns einfach tagsüber viel mehr Platz im Innenraum verschafft, um sich zu bewegen, um an die Schränke zu kommen, um zu arbeiten, in der Küche was zu schnibbeln. Tagsüber braucht man den Platz ja nicht. Und abends wird es aber zu einem 1,40 Meter breiten, gemütlichen Bett. Wir bauen mal kurz um und zeigen es euch gleich. Der Lattenrost ist zweigeteilt. Zum ersten kommt der untere Bereich raus, hier bis Anschlag an die Dusche, liegt auch auf dem Schränkchen auf, sodass man nichts unterfüttern muss. Und der zweite größere Teil, den ziehen wir hier raus. Der hat auch einen Anschlag hier bis an die Dusche, liegt großteils auf der Arbeitsplatte auf, sodass das Gewicht auch gut getragen wird. Und dann wird die obere Matratze rübergezogen. Wundert euch bitte nicht, dass es hier gerade so fürchterlich hässlich aussieht. Unser Spannbetttuch ist kaputt und wir bekommen hier in Mexiko dieses Maß nicht. Das müssen wir uns extra aus Deutschland besorgen. Deswegen behelfen wir uns hier gerade mit Handtüchern und meinem Strandtuch. Und tatsächlich haben wir ganz normale, haushaltsübliche Matratzen, weil die einfach viel bequemer sind als so dünne vom Ikea. Und ein Tipp, wir haben die tatsächlich mit einem elektrischen Brotmesser zugeschnitten. Zwar nicht viel, aber hier diese Ecke, hier in der Kante zum Beispiel raus, als Matratzen schneiden mit elektrischem Brotmesser, geht super. Und wenn die Matratze dann rübergezogen ist, die zweite, die einfach auf der anderen aufliegt, dann muss man sie hier noch schön in die Ecken klopfen, hübsch die Kissen und die Bettdecken verteilen und dann kann man auch schon ins gemütliche Schlafgemach einsteigen. Wir schlafen hier längs, haben ungefähr 1,80 Meter in der Tiefe. Die Füße sind unter dem Unterschränkchen, aber das stört überhaupt nicht. Und hier oben am Bett haben wir auch nochmal jede Menge Stauraum für Schlafanzug, für Bücher. Auch nochmal die Leselampen, die Lichterkette, die andere ist hier. Und wir haben auch das Bedienelement von unserer Standheizung von der Planar 2D hier an das Schränkchen integriert, damit man nämlich ganz gemütlich vom Bett aus die Heizung an- und ausschalten kann. Dann kann man sich morgens nämlich schon mal gemütlich warm heizen und erst aus dem kuscheligen Bett, wenn der Innenraum dann auch die gewünschte Temperatur hat. Hinten an den Fenstern haben wir auch nochmal die gleichen Verdunkelungsmatten drin wie vorne, weil das einfach enorm viel Hitze und Licht und Kälte auch abhält. Früher hatten wir nur die Rollos, das ist der gleiche Stoff wie eben auch vorne, den wir zuziehen können. Aber seit wir die Matten drin haben, benutzen wir die Rollos eigentlich gar nicht mehr. Das ist eigentlich nur doppelter Boden. Falls wir uns mal unsicher fühlen, dann können wir hier die hintere Hecktür von innen verriegeln, damit die von außen nur minimal eben aufgeht. Wir haben hier einfach so ein Stahlseil und einen großen Karabiner dran. Und wenn wir das hier einhängen in die andere Öse, dann geht die Tür nicht mehr auf. Und wir haben im Van 2 Dachluken eingebaut, also auch wir selbst haben die installiert. Und zwar haben wir hier hinten eine, die man eben auch öffnen kann, und vorne haben wir eine, die einen Ventilator integriert hat. Und das macht einen richtig, richtig schönen Durchzug, wenn alle Türen und Fenster zu sind, außer die beiden Dachluken und der Ventilator läuft. Dann haben wir hier im Bett so einen richtig schönen Luftstrom und eine richtig gute Zirkulation. Und es macht gerade bei Hitze das Schlafen viel, viel angenehmer. Wir haben uns voll und ganz an das Leben auf 6 Quadratmetern zu zweit gewöhnt. Klar, wir reisen natürlich auch in Ländern, wo das Wetter meistens schön ist. Viel spielt sich draußen ab. Wir sind meistens nur zum Schlafen, Kochen, Essen und Arbeiten im Van. Aber das ist ja auch ganz schön viel, wenn man wieder so rumdenkt. Und trotzdem hat jeder seinen Platz im Van. Ja, ich kann halt schön hier sitzen mit dem Laptop im Endeffekt. Julia kann hier am Tisch was tun. Oder man kann das Bett hinter ausziehen, kann sich reinlegen. Auch wenn mal einer krank ist, dann kann einer hier seine Sache machen, der andere kann gemütlich hinter im Bett liegen. Die Küche ist mit ausgezogenem Bett immer noch zu 80% nutzbar. Man kommt nur an das eine Schränkle, an die eine Schublade nicht mehr dran. Ja, gut. Aber ansonsten, ja, 6 Quadratmeter, eigentlich völlig ausreichend. Ne? Also wir können es uns gar nicht mehr vorstellen, in einer riesigen Wohnung zu wohnen. Wir hatten früher eine 100 Quadratmeter Wohnung, die man eigentlich nur vollstellt mit Sachen, die man gar nicht braucht, nur damit halt was in der Wohnung steht, in dem großen Wohnraum. Und wir sind mega happy und haben für uns einfach gemerkt, dass man mit sehr wenig sehr glücklich sein kann.
Schreibt uns doch gern mal in die Videokommentare, wie ihr das so empfindet. Vielleicht habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht mit Leben auf kleinem Raum oder eben auch mit Leben im Van oder Wohnmobil und mit längeren Reisen. Natürlich interessiert uns auch wahnsinnig, wie ihr unseren Ausbau findet, und wir hoffen, wir konnten euch damit weiterhelfen. Das Video hat euch gefallen und wir freuen uns riesig über ein Like und euer Kommentar. Schaut auch unbedingt mal in unsere anderen Playlists rein. Da dokumentieren wir nämlich mit wöchentlichen Vlogs unsere wundervolle Panamerikaner-Reise. Genau, und wenn ihr irgendwelche Fragen noch zum Ausbau habt speziell, dann stellt die auch unbedingt. Vielen Dank fürs Reinschauen und wir freuen uns sehr, euch auch künftig in unseren Vlogs jeden Mittwoch wiederzusehen. Macht's gut und viel Spaß beim Reisen und beim Van-Ausbau. Liken, abonnieren, Glocke drücken, nicht vergessen. Ciao, ciao.